Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dir zeigen, wie ich mein Toastbrot zu Hause selber mache. Ich habe absichtlich die Küchenmaschine wieder mal im Schrank gelassen, weil ich dir zeigen wollte, wie einfach das auch mit der Hand geht. Also, falls du jetzt Lust bekommen hast, das doch mit der Hand zu machen oder du hast keine Küchenmaschine zu Hause, es funktioniert auf die Art auch sehr, sehr einfach. So, es werden alle flüssigen Zutaten zuerst zusammengemischt, plus natürlich die Hefe. Das Ganze wird mit einem Kochlöffel dann gut umgerührt, bis sich die Hefe gut aufgelöst hat. Dann kommt das Mehl hinzu, Salz und ganz am Ende die Butter. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Butter wirklich ganz am Ende erst hinzugefügt wird. So, das Ganze wird gut umgerührt jetzt gerade. So, und jetzt die Butter. In dem Schritt kannst du noch den Kochlöffel benutzen natürlich. So ein bisschen das Einarbeiten in den Teig. Aber gleich wird es dann mit der Hand geknetet. Die Butter sollte zimmerwarm sein. Das ist ganz wichtig. Auch. So, jetzt wird alles schön eingearbeitet in den Teig, die Butter. Das geht auch sehr, sehr schnell. Wie du jetzt gerade siehst, klebt der Teig extrem, aber das wird später sich komplett wandeln, denn er wird dann so gut wie kaum noch kleben. Aber dazu dann später nochmal. So, das Ganze wird jetzt abgedeckt und ruht für circa 15 bis 20 Minuten. So, wenn dann die 15, 20 Minuten vorüber ist, nimmst du dir eine Wasserschale, feuchtest deine Hände gut an und dann fangen wir an, den Teig dehnen und zu falten. Und das machst du dann ungefähr so oft, bis der Teig es gar nicht mehr zulässt. Und immer schön die Hände nass machen. Das ist auch ganz wichtig, weil dann haftet auch kein Teig an deinen Händen. Dieser Schritt wird ungefähr 3-mal wiederholt. Gut abdecken. So, dann sind wir schon beim zweiten Mal angekommen. Wieder die Hände befeuchten. Ganz wichtig. Und dann nochmal. So, und jetzt sieht man schon ein bisschen, dass der Teig so gut wie gar nicht mehr klebt. Man merkt dann auch, dass es gar nicht mehr geht, also dass der Teig sich dann auch nicht mehr dehnen und falten lässt, weil er dann extrem straff ist. So schaut es jetzt aus. Und wieder rein und abdecken.
So, den dritten Vorgang vom Dehnen und Falten habe ich übersprungen. So sieht das Ganze jetzt nach dem dritten Mal aus. Die Arbeitsfläche gut bemehlen und natürlich den Teig. Jetzt kommt der Schritt, wo wir dann den Teig entgasen. Dadurch, dass das Toastbrot sehr weich ist, müssen wir halt die kompletten Bläschen entfernen aus dem Teig. Und dann wird er nochmal schön ausgerollt, so wie du das gerade siehst. Dieser Schritt wird dann auch dreimal wiederholt. Wieder 20, also 15, alle 15 und 20 Minuten. Wenn du ein noch besseres Ergebnis haben möchtest, dann lässt du den Teig 30 Minuten gehen. Ich persönlich finde, dass die 15 Minuten vollkommen ausreichen. Ich falte ihn dann immer gerne so zusammen. So, das erste Mal entgasen ist dann fertig. Dann ruht der Teig wieder. So. Nachdem das dann fertig ist, also das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich den Teig entgast habe. Das Ganze wird dann einmal so ausgerollt. Du wirst am Ende auch merken, dass da kaum Bläschen noch im Teig enthalten sind. So, jetzt wird der Teig geteilt und dann so zu einem Hörnchen eingerollt. Also ich mag es, wenn ich das zweimal mache. Du könntest aber auch theoretisch gesehen, könntest du den Teig nur einmal einrollen und dann gleich in die Backform reinstellen. Also wie es dir passt, wie du es am besten findest oder am schönsten. So wird das Ganze eingerollt. So, nach dem Einrollen kommen die Teiglinge in die Backform. Nochmal schön eindrücken an den Seiten, so dass es auch reinpasst. Also wie du das jetzt gerade siehst, könntest du auch einfach nur das einmal einrollen und einfach reintun oder halt zwei, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Das Ganze wird jetzt abgedeckt und bleibt jetzt 2 Stunden an einem warmen Platz stehen, damit sie richtig. Wenn die 2 Stunden vorüber sind, wird der Backofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und ihr braucht auch keinen Wasserdampf dafür. Also die werden ganz normal im Backofen gebacken, ohne Wasserdampf. So, das ist dann das Ergebnis, wie dann das Toastbrot aussehen wird bei dir zu Hause, falls du es nachbacken wirst. Die sind richtig schön aufgegangen. Sie werden nochmal, also bevor sie in den Backofen kommen, nochmal mit Wasser schön besprüht. Ich habe an dem Tag 2 Stück gebacken, aber aus dem Teig bekommst du nur ein Toastbrot. Alle Infos stehen wie immer unten dann in der Infobox. Das Ganze wandert dann schön in den Backofen bei 190 Grad, 25 bis 30 Minuten. Sie müssen exakt diese Farbe erreichen. Ganz wichtig. So, dann heißt es vorsichtig aus der Backform entfernen. Das Backpapier auch langsam entfernen, ansonsten könntest du das Toastbrot beschädigen. Also das will man ja nicht. Nachdem das dann fertig ist,
wird das Toastbrot nochmal schön mit Wasser besprüht, also mit der Sprühflasche und in einem Küchentuch eingerollt, damit es schön warm eingepackt ist, bis es halt komplett abgekühlt ist. Und dann kann man das Brot verzehren, genießen. Und es schmeckt hervorragend, wenn man es toastet. Es schmeckt aber auch so hervorragend. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen freuen. Und falls du neugierig geworden bist auf noch andere spannende, tolle Rezepte von mir, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!